Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute geht es wieder um einen Cold Case, und zwar um einen vermissten Fall aus dem Jahr 2017. Der Name des Vermissten ist Hartmut Weiske und er wird seit dem 30. Juni 2017 vermisst. Hartmut Weiske wurde am 25. Mai 1947 geboren und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 70 Jahre alt. Und heute, wenn er noch leben sollte, 75 Jahre alt. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 13. Juni 2018. Er lebte in Weißenfels in Sachsen-Anhalt und war Rentner. Seine Leidenschaft waren alte Autos und Landmaschinen, an denen er auch gerne herumschraubte. Er half gerne, wenn er konnte, und hatte einen großen Bekanntenkreis, der sich über ganz Sachsen-Anhalt erstreckte. Er lebte auf dem Land, etwas außerhalb der Stadt Weißenfels, circa 25 Kilometer südlich von Halle. Im Ortsteil Wengelsdorf besitzt er einen alten Bauernhof, auf dem er selbst aufgewachsen ist. Bis auf ein paar Tiere wird der Hof aber nicht mehr bewirtschaftet. Auf diesem Hof leben auch seine Tochter und deren Lebensgefährte. Zu seiner Besonderheit gehört es, dass er 5 Autos des gleichen Typs hat, und zwar vom Daihatsu Coore. Dies ist ein Kleinstwagen aus Japan. Er hat, so wie es aussah, 2 von diesen Fahrzeugen gefahren, also diese waren angemeldet, und die anderen 3 Fahrzeuge waren zum Basteln. Vermutlich, wenn bei dem einen Wagen etwas kaputt war, konnte er es aus den anderen Fahrzeugen entnehmen. Zum 31. Januar 2013 wurde nämlich auch der Neuwagenvertrieb von Daihatsu in Europa eingestellt. Damit wurde auch der Coore in Deutschland nicht mehr verkauft. Also von daher macht es Sinn, vielleicht hat er die anderen Fahrzeuge irgendwo billig erstanden und hat sie dann wirklich als Ersatzteillager dorthin gestellt. Er war Witwer, hatte aber eine Freundin, die nur wenige Kilometer entfernt wohnt. Und diese Freundin war laut der Darstellung bei Kripo Live im gleichen Alter. Doch die beiden Lebensbereiche, seine Tochter und Lebensgefährte und seine Freundin, hielt er strikt voneinander getrennt. In der Darstellung trifft Hartmut sich mit seiner Freundin, die ihn fragt, ob man nicht am Samstag, also damit ist dann der 1. Juli gemeint, etwas zusammen machen möchte. Er sagt ihr, dass dies nicht geht, da er etwas anderes vorhat. Und zwar will er zu einem Bulldog-Treffen, also Traktorentreffen, wo es um Oldtimer geht. Seine Freundin, in der Darstellung Renate genannt, möchte gerne mit. Und zuerst wirkt es so, als wenn Hartmut da keine wirkliche Lust drauf hat. Er versucht es ihr so zu erklären, dass er da die ganze Zeit dann wohl nur am Fachsimpeln ist und sie sich dann dort langweilen wird. Aber sie konnte ihn in der Darstellung dann überzeugen mit den Erklärungen, dass sie einfach auch daran Spaß haben möchte, woran er Spaß hat. Und bei der Veranstaltung hat es sich um die Veranstaltung Bulldog, Dampf und Diesel in Markkleeberg, Leipzig gehandelt. Die fand vom 30. Juni 2017 bis zum 2. Juli 2017 statt, also von Freitag bis Sonntag. Und die Entfernung dorthin ist dann ungefähr 50 Kilometer. Am 30. Juni 2017 gegen 21 Uhr, das ist der Abend, bevor er zu diesem Bulldog-Treffen fahren möchte. Seine Freundin ruft ihn an und fragt, wann er sie denn morgen abholt. Und er sagt ihr, dass das Treffen so um 10 Uhr beginnt und er sie dann um 9 Uhr abholt. Und innerhalb der nächsten Stunde, also zwischen 21 und 22 Uhr, so die Vermutung der Polizei, muss irgendetwas vorgefallen sein. Denn etwa um 22 Uhr klingelt er nebenan bei seiner Tochter. Und in der Darstellung wirkt er irgendwie etwas nervös und spricht etwas stotternd. Als er seiner Tochter sagt, dass er ein paar Tage weg muss und er ganz vergessen hat, ihr dies zu sagen. Er bittet sie um das Übliche, also dass sie sich um den Hof kümmert, um die Tiere und so weiter, wenn er weg ist. Auf die Frage, wann er denn wieder da ist, sagt er, dass er dies noch nicht sagen kann.
Und dies war jetzt aber nicht ganz so ungewöhnlich, denn er ist schon in der Vergangenheit des Öfteren einfach und auch kurzfristig mit unbekanntem Ziel verreist. Deshalb wundert sich seine Tochter nicht über diesen plötzlichen Aufbruch. Am nächsten Tag wundert sich seine Freundin Renate dann, dass Hartmut sie nicht, wie besprochen, abholt, um zusammen zu dem Treffen zu fahren. Sie versucht ihn mehrfach auf dem Handy zu erreichen, erreicht aber immer nur die Mailbox. Und in der Darstellung spricht sie ihm auch mehrfach auf diese Mailbox, da es mittlerweile 11 Uhr ist und sie sich Sorgen macht, dass etwas passiert sein könnte. Gegen Abend meldet sich die Polizei telefonisch bei der Tochter. Denn diese hatte einen Anruf von einer Frau erhalten, die sich Sorgen um Hartmut machte, da er sie nicht abgeholt hat, und diese Frau hat sich dann als die Freundin von Hartmut vorgestellt. In dem Gespräch mit der Polizei gibt die Tochter dann an, dass die beiden gestern Abend zusammen weggefahren sind. Also das habe ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Vermutlich muss die Tochter laut der Darstellung es dann so interpretiert haben, dass Hartmut dann an diesem Abend mit seiner Freundin weggefahren ist und sie hat es dann wohl laut der Darstellung wohl so interpretiert, dass sie ein paar Tage in Urlaub fahren wollten. Und laut der Darstellung machen sich dann seine Tochter und der Lebensgefährte aktuell wohl keine großen Gedanken. Aber als Hartmut in den nächsten Wochen immer noch nicht aufgetaucht ist, suchen seine Tochter und seine Freundin nach ihm. Aber er bleibt verschwunden. Langsam, so die Darstellung, beginnt sich die Tochter auch Sorgen zu machen, da er noch nie so lange weg war. Am 22. August 2017, etwa 8 Wochen nach dem Verschwinden von Hartmut Weiske, eine Frau, in der Darstellung Claudia Schäfer genannt, Mitarbeiterin in einem Möbelhaus bei Güntersdorf, das knapp 20 Kilometer von Weißenfels entfernt ist. Sie wundert sich erneut über einen Daihatsu Coore, der bereits vor Wochen auf einem abgelegenen Parkplatz des Möbelhauses aufgefallen ist. Und so wie es aussieht, wurde der Wagen seitdem nicht mehr bewegt. Um sicherzugehen, dass sie sich nicht geirrt hat, fotografiert sie das Auto mehrfach und dies an verschiedenen Tagen. Diese Beobachtung behält sie aber zunächst für sich. Weitere 2 Wochen später, am 6. September 2017, erstatten die Tochter und der Lebensgefährte Vermisstenanzeige bei der Polizei. Auch die Polizei befürchtet, dass mit Hartmut Weiske etwas passiert sein könnte. Bei der Befragung geben sie an, dass er mit einem roten Daihatsu Coore mit dem Kennzeichen WSF, also Wilhelm Siegfried Friedrich, Trennung AL, Anton Ludwig 97 unterwegs ist. Danach wird der Wagen von Hartmut Weiske zur Verhandlung ausgeschrieben. Das Foto von Hartmut und die Beschreibung seines Autos werden über die Medien veröffentlicht. Und dann geschieht etwas, für das es keine vernünftige Erklärung zu geben scheint. Auf dem Parkplatz des Möbelhauses macht sich jemand heimlich an dem Auto von Hartmut zu schaffen. Am 11. Oktober 2017, mittlerweile 1 Monat nach der Vermisstenanzeige, hat die Angestellte des Möbelhauses die Polizei auf den abgestellten kleinen Wagen aufmerksam gemacht. Diese kommt und schaut sich das Fahrzeug an. Nach kurzer Begutachtung stieß die Polizei nicht aus, dass das Fahrzeug dort seit dem 30. Juni gestanden haben könnte. Es wird dabei aber festgestellt, dass das Fahrzeug jetzt über ein anderes Nummernschild verfügt, als auf den Fotos der Angestellten des Möbelhauses. Und zwar hat das Fahrzeug jetzt folgendes Kennzeichen. Wieder WSF, also Wilhelm Siegfried Frieda, N für Nordpol und dann 372. Dieses Kennzeichen ist auch auf Hartmut Weiske zugelassen, und zwar auch auf einen Daihatsu Coore, und zwar in der Farbe Grau. Die Polizei sucht natürlich daraufhin den Bauernhof auf dem er gewohnt hat, und die Tochter
zeigt der Polizei dann den Platz bzw. die Scheune, wo die Autos standen. Und an diesem grauen Dacia Zucore fehlten dann natürlich die Kennzeichen. Es kann dann anhand der Fotos der Mitarbeiterin des Möbelhauses festgestellt werden, dass der Wagen bis mindestens 9. September noch die richtigen Kennzeichen dran hatte. Also erfolgte der Austausch, nachdem in der Öffentlichkeit nach Hartmut Weiske und dem Wagen gesucht wurde. Die Polizei geht davon aus, dass ihm etwas zugestoßen ist, denn er besitzt mehrere Konten, von denen er seit Monaten kein Geld mehr abgehoben hat. In der Nachbesprechung gibt der Kommissar an, dass nicht bekannt ist, ob er eventuell vor dem Verschwinden mit jemandem in Streit geraten ist oder dass er eventuell jemandem Geld geschuldet hat. Zu den Originalkennzeichen des Fahrzeugs wird mitgeteilt, dass diese zumindest bis zur Ausstrahlung der Sendung verschwunden sind. Und auch laut meinen Recherchen sind diese Kennzeichen bisher nicht wieder aufgetaucht. Und dann gab es noch einen weiteren Bericht zu diesem Fall bei Kripo Live, in dem dann auch noch ein paar weitere Details genannt wurden. Da wird noch einmal erwähnt, dass seine Freundin gleichaltrig ist und dass er sich eben besonders für ältere Autos interessiert. Und dann wird nochmal auf das Verschwinden eingegangen. Hier heißt es nahezu wortwörtlich, er soll am gleichen Tag etwas später mit seinem Auto das Grundstück verlassen haben. Also damit ist gemeint, nach dem Telefonat, welches er dann mit Renate geführt hat. So die Aussage einer Verwandten, die in der Nähe lebt. In dieser Darstellung wird der Fundort des Autos als der Parkplatz des Möbelhauses IKEA genannt. Und dieser befindet sich im Nordpark 17 in 06237 Leuna. Einer Frau fällt das Auto von Hartmut Weiske bereits Mitte Juli auf dem Parkplatz auf. Und etwa einen Monat später macht sie dann das erste Foto von dem Fahrzeug. Die Frau ist Mitarbeiterin von IKEA und hat fast immer direkt neben dem Wagen geparkt, ohne zu wissen, dass die Polizei nach dem Wagen sucht. In dieser Darstellung wird dann auch der reale Name der Frau genannt bzw. eingeblendet. Sie gibt weiterhin an, dass in dem Auto benutzte Taschentücher, eine Decke, die aufgewühlt hinten auf dem Rücksitz lag, und Flaschen sich in dem Auto befunden haben. So, das sind die Informationen, die in diesem Fall vorliegen. Also, was haben wir? Ein Rentner, der Witwer ist und eine gleichaltrige Freundin in der Nähe hat. Diese Freundin hat aber nicht seiner Tochter und dem Lebensgefährten vorgestellt. Stellt sich erst einmal die Frage, wie lange bestand diese Beziehung schon? Ist sie erst frisch oder bestand sie schon länger? In Aktenzeichen Y wird gesagt, dass er die Bereiche Tochter und Lebensgefährte und die Freundin streng trennt. Aber warum? Es ist ja nun nicht ungewöhnlich, dass Verwitwete, ich gehe mal davon aus, dass die Freundin auch alleinstehend war, im späteren Alter zusammenfinden. Von daher würde ja nichts dagegen sprechen, dass die Tochter und die neue Freundin sich näher kennenlernen. Wenn die Beziehung etwas frischer ist, kann man natürlich vielleicht in die Richtung denken, dass er erst einmal noch nicht seiner Tochter die Frau vorstellen möchte, weil er einfach einmal gucken möchte, wie lange es mit der Beziehung gut geht. Und man weiß auch nicht, wie lange die Frau von Hartmut schon verstorben ist. Vielleicht ist das noch nicht ganz so lange her und dass die Tochter dann vielleicht ein Problem hat, dass der Vater eine neue Freundin hat. Weil es muss ja irgendeinen Grund geben, weswegen er das so strikt trennt. Dann am Abend des 30. Juni ruft die Freundin an. Hartmut sagt, es bleibt dabei, ich hole dich morgen um 9 Uhr ab und wir fahren zu dem Bulldog-Treffen. Danach geht er dann zu seiner Tochter und teilt ihr mit, dass er ein paar Tage verreisen muss. Also in diesem Zeitraum Telefonat zu seiner Tochter gehen,
maximal 60 Minuten. Er sagt aber nicht wohin, warum und wie lange. Dies ist nicht ungewöhnlich, weil dies schon mal bei ihm vorkommt. Frage ist einmal, ist dieses Verhalten auch anderen bekannt oder nur seiner Tochter und dem Lebensgefährten? Also in der Aktenzeichen XY-Sendung wurde ja von Tochter und Lebensgefährte gesprochen und in Kripo Live sprach man dann von einer nahen Verwandten, die ganz in der Nähe wohnt. Und bei Aktenzeichen Y war es ja die Tochter, die auch auf dem Hof wohnt. Also von daher auch so ein bisschen unklar. Aber warum sagt er dann seiner Freundin nicht eine Stunde zuvor, dass er verreisen muss? Also was ist in dieser Stunde geschehen? Oder hatte er überhaupt nicht vor, seine Freundin mitzunehmen auf diese Veranstaltung? Also in der Darstellung sah es tatsächlich so ein bisschen so aus, als wenn sie ihn überredet hat, beziehungsweise er im Prinzip auch irgendwie zugesagt hat und sie eigentlich gar nicht mitnehmen wollte und er sich einfach aus dieser Diskussion loseisen wollte. Das ist natürlich auch so eine Option. Und vielleicht wollte er gar nicht zu diesem Treffen und hatte was ganz anderes vor und hat dies jetzt dann erst sehr kurzfristig seiner Tochter gesagt. Ich meine, das ist auch eine Möglichkeit, aber das ist für mich so insgesamt die unwahrscheinlichste. Nächster Punkt, er soll da mit seinem roten Daihatsu weggefahren sein. Wohin, weiß niemand. Danach stand der Wagen auf dem IKEA-Parkplatz. Vermutlich schon seit dieser Nacht. Erst nach längerer Zeit, seitdem Hartmut Weiske vermisst wurde, also 30. Juni, verschwunden, zum letzten Mal gesehen, melden die Tochter und der Lebensgefährte ihn am 6. September als vermisst. Warum erst nach so langer Zeit? Und was war der Grund, dass man ihn gerade jetzt als vermisst meldete? Hat die Freundin von ihm bei der Tochter vielleicht Druck gemacht? Generell, wie war das Verhältnis zwischen den beiden, nachdem Hartmut verschwunden ist? Gab es da Kontakt? Hat man vielleicht gemeinschaftlich gesucht? Leider gibt es dazu keine Infos. Am oder nach dem 9. September werden dann die Nummernschilder an dem Fahrzeug auf dem IKEA-Parkplatz ausgetauscht. Und zwar werden die Kennzeichen des zweiten angemeldeten Daihatsu, einem grauen aus der Garage von Hartmut, abmontiert und an dem roten angebracht. Vermutlich in der Hoffnung, dass dann der Wagen bei der Verhandlung nicht gefunden wird. Da stellt man sich aber die Frage, warum wurde der Wagen nicht entsorgt? Es war klar, dass der Wagen irgendwann dort auffällt und zum Punkt der Ermittlungen wird. Es gibt aber auch immer noch die These, dass er eventuell auf eigene Faust verschwunden ist. Aber warum? Er war 70 Jahre alt, fühlte sich anscheinend in seinem Umfeld wohl. Okay, aber gehen wir mal davon aus, dass er einfach abgehauen ist. Und dann? Er stellt fest, dass nach ihm gesucht wird, wovon er ja eigentlich ausgehen konnte. Und er muss es dann relativ fest im Auge gehabt haben, was so passiert, ab wann nach ihm gesucht wird. Und kurz danach geht er dann zu seinem alten Bauernhof, holt dort die Nummernschilder von dem anderen Auto und schraubt diese auf dem IKEA-Parkplatz an dem anderen Fahrzeug an. Ist meiner Meinung nach irgendwie unlogisch. Schauen wir uns den Abend des Verschwindens nochmal an. 21 Uhr, Anruf seiner Freundin. Er bestätigt, ich hole dich morgen um 9 Uhr ab. Was dann? Die einzige Zeugin, die es gibt, ist die Tochter und soll er angekündigt haben, jetzt sofort für ein paar Tage verreisen zu müssen. Niemand anderes hat darüber Informationen erhalten. Deswegen nochmal die Frage, warum hat er dies seiner Freundin nicht vorher im Telefonat gesagt? Macht keinen Sinn, oder? Dass er seiner Freundin nichts gesagt hat, würde nur Sinn machen, wenn er sie einfach zu dem Treffen nicht damit dabei haben wollte. Aber dann macht das Verschwinden trotzdem keinen Sinn. Ich gehe nicht davon aus, dass Hartmut Weiske selber den Wagen auf dem Parkplatz abgestellt hat. Jetzt kommen wir zu den Nummernschildern. Dies muss jemand gewesen sein, der ihn sehr gut kannte.
und der wusste, dass es zumindest noch ein zweites angemeldetes Fahrzeug gibt, und zwar ein Daihatsu Core, und wo dieses zu finden ist. Er begibt sich dorthin und schraubt die Kennzeichen ab. Anscheinend hat es dort keine Einbruchsspuren gegeben, also muss der Täter einen Zugang gehabt haben. Das Wechseln des Kennzeichens war jetzt nicht die intelligenteste Variante. Warum hat man nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt versucht, das Auto verschwinden zu lassen? Über kurz oder lang wird jemand das Auto der Polizei melden, ob mit echten oder falschen Kennzeichen. Oder hat der Täter nur in erster Hilfe das Kennzeichen gewechselt, um dann nach einer geeigneten Möglichkeit zu suchen, um das Fahrzeug verschwinden zu lassen? Meiner Meinung nach könnte es nach dem Telefonat mit seiner Freundin mit irgendjemandem aus seinem näheren Umfeld einen massiven Streit gegeben haben, in dessen Verlauf Hartmut getötet wurde. Ich gehe hier allerdings nicht von einem Mord aus, sondern eher von Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. Nachdem man einfach nicht mehr weiter wusste und erst einmal Hartmut verschwinden ließ und dann das Fahrzeug auf diesem Parkplatz abstellte. Es gab nach der Aktenzeichen Y-Sendung einige Hinweise, die aber alle die Polizei nicht weiterbrachten. Es ging bei diesen Hinweisen darum, dass Hartmut irgendwo in Deutschland gesehen wurde, was aber nicht stimmte. Damit beende ich einmal das Video. Ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Fall denkt. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!